Der Imperativ, die Befehlsform. In diesem Video erkläre ich dir, wie der deutsche Imperativ funktioniert, wie du ihn in allen Zeitformen bildest, was du bei der Wortstellung beachten musst und wie du ihn anwendest, ohne komplett unhöflich und verärgert zu wirken. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um den Imperativ, also zu Deutsch die Befehlsform. Wie es der Name schon sagt, damit kann man jemandem Befehle geben oder einen Auftrag, etwas zu tun. Dementsprechend sprichst du immer jemanden persönlich an und genau deswegen existiert der Imperativ auch nur in der Du, in der Ihr und in der Höflichkeitsform Sie. Wie du den Imperativ bildest, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns die Bildung des Imperativs an. Als erstes die Höflichkeitsform. In der Höflichkeitsform wird der Imperativ mit dem Infinitiv des Verbs plus Sie gebildet. Also ganz einfach. Gehen Sie nach Hause. Gehen ist der Infinitiv, also die Grundform des Verbs plus Sie und dann der Rest. Im Plural, also der Ihr-Form, benutzen wir die konjugierte Präsensform des Verbs ohne das Pronomen, also ohne das Ihr und dann ist es geht nach Hause. Und im Singular, also in der Du-Form, dann benutzt du weiterhin die konjugierte Form, aber ohne die Endung und auch ohne Pronomen. Geh nach Hause. Es wird also immer weniger von der Höflichkeitsform zum Plural zum Singular. Als erstes hier ganz normal Infinitiv plus Sie, dann konjugiert, aber wir lassen das Pronomen weg und dann lassen wir hier auch noch die Endung weg und das Pronomen. Bildung ist also äußerst einfach. Schauen wir uns dann als nächstes noch die Besonderheiten bei der Bildung an, denn ein paar kleine, sagen wir, Unregelmäßigkeiten gibt es. Du kennst ja schon die starken Verben, wenn nicht, ich habe dir hier das Video in den Infokarten verlinkt. Das sind die Verben, die den Vokal wechseln. Und die Wechsel von E auf I oder IE, die gelten auch für den Imperativ, aber der Vokalwechsel von A zu E nicht. Zum Beispiel, hilf deinem Bruder von du hilfst, helfen, oder fahr langsamer von du fährst, aber hier ohne das Ä. Und das Ganze natürlich auch nur in der Du-Form, denn im Plural und in der höflichen Form gibt es ja auch im Präsens diesen Vokalwechsel nicht. Den gibt es ja nur in der zweiten und dritten Person und diese zweite ist diese Du-Form, deswegen auch nur dort und nicht bei ihr und auch nicht in der Höflichkeitsform. Außerdem wird häufig noch ein E angehangen, um etwas höflicher oder gehobener zu klingen. Zum Beispiel anstatt geh nach Hause ist es gehe nach Hause. Das kannst du machen oder auch nicht. Das bleibt ganz dir überlassen. Grundsätzlich bleibt der Infinitiv immer relativ unhöflich, egal ob du das E da dran hängst oder nicht. Und endet der Stamm aber auf D, T oder M oder N, dann muss das E fast immer angehängt werden. Also warte noch 5 Minuten. Rein grammatikalisch immer mit E, umgangssprachlich wirst du es aber auch ohne E hören. Also wart noch 5 Minuten. Also das umgangssprachlich mit Endung auf D, T, M oder N, auch weiterhin ohne E, aber hier muss, wenn es nach den korrekten grammatikalischen Regeln geht, dann aber fast immer ein E angehangen werden. Ich sage fast, weil es auch da Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel kommen, das bleibt bei komm in 5 Minuten. Aber mit E ist es auch nicht falsch. Was passiert mit trennbaren Verben im Imperativ? Trennbare Verben werden auch im Imperativ getrennt. Bedeutet, die Vorsilbe geht ans Ende. Also kommen Sie bitte mit, von mitkommen. Räumt euer Zimmer auf. Hol deine Mutter ab. Hier ganz normale Imperativkonjunktion und dann aber der Präfix, die Vorsilbe am Ende.
Unregelmäßige Verben, also Ausnahmen von der Konjugation, gibt es fast gar keine in der deutschen Sprache. Nur diese 3 Verben. Und das sind die üblichen Verdächtigen, nämlich sein, haben und werden. Sein ist sei ruhig, aber hier ist es wieder regelmäßig. Seid ruhig, seien Sie ruhig. Hier kommt ein extra E mit dran und hier bei der Du-Form ist es ja eigentlich bist. Deswegen, wir nehmen aber hier die Grundform vom Verb. Haben, hab keine Angst, habt keine Angst, haben Sie keine Angst. Auch hier nehmen wir die Grundform und nicht die konjugierte Form, deswegen ist es unregelmäßig, wenn es wäre ja hast, aber wir benutzen die ganz normale Grundform hier. Und werden, werd besser, werdet besser, werden Sie besser. Auch hier genau dasselbe, es ist unregelmäßig, weil wir eben nicht die konjugierte Variante nehmen, sondern die Grundform hier. Zur Wortstellung, das ist im Imperativ ganz wichtig, denn im Imperativ, da steht das Verb immer auf Position 1, ohne Ausnahmen, und auch nur in der Höflichkeitsform gibt es ein Subjekt. Also geh sofort nach Hause, Position 1, geht sofort nach Hause und gehen Sie sofort nach Hause. Hier ist das Subjekt. Bei den zweien gibt es kein Subjekt, weil wir mit dem Subjekt reden. Also mit der Person, die die Handlung durchführen soll, reden wir. Deswegen gibt es hier kein Subjekt. Hier erwähnen wir es wegen der Höflichkeit. Ganz wichtig zum Imperativ ist auch noch, wenn du den Imperativ schnell und laut sprichst, dann ist er immer sehr unhöflich und unfreundlich. Du kannst dann noch so kleine Wörter wie bitte oder bitte mal einfügen, dann macht das den Satz etwas höflicher und freundlicher, wie zum Beispiel geh bitte mal in den Supermarkt oder hol mich bitte am Bahnhof ab. Wenn du nicht wirklich verärgert bist, solltest du aber immer bitte benutzen und ansonsten würde das einfach grob unhöflich sein und meine Empfehlung ist grundsätzlich, wenn du überhaupt nicht verärgert bist und einfach nur höflich sein möchtest, nutze den Konjunktiv 2. Zum Beispiel würdest du bitte mal in den Supermarkt gehen, würdest du mich bitte am Bahnhof abholen. Das klingt in jedem Fall immer wesentlich freundlicher höflicher als der Imperativ. Den solltest du einfach immer dann benutzen, wenn du wirklich verärgert mit jemandem bist. Oder natürlich, du bist der Boss und sagst es zu deinem Angestellten und du möchtest, dass sie es jetzt wirklich sofort machen. Aber selbst dann wirst du häufig keinen Imperativ hören in deiner Firma. Auch wenn der Chef etwas möchte, wird er, wenn er ein guter Chef ist, immer den Konjunktiv 2 benutzen und eben nicht den Imperativ. So, jetzt solltest du wissen, wie der Imperativ funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann schau doch einfach mal bitte in meinem Shop vorbei. Dort findest du jede Menge E-Books, die dir dabei helfen, dein Ziel zu erreichen, die deutsche Grammatik zu verstehen und richtig anwenden zu können. Dort gibt es E-Books mit Erklärungen, aber auch jede Menge E-Books mit hunderten Übungen zu all den Themen, die ich hier auch auf meinem YouTube-Kanal bespreche. Also, ich hoffe, wir sehen uns ansonsten auch weiterhin hier auf meinem YouTube-Kanal und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.